Alles geschah am 10. Dezember 2021. An diesem Tag befand sich der 48-jährige Lehrer Cruz Marguard aus einer staatlichen Schule in der Ban Elementary School, wo seine Frau Lavella Marguard als Direktorin arbeitete. Er half bei der Renovierung des Gebäudes. Gegen 15 Uhr klingelte sein Telefon. Es war ihr Nachbar. Der Mann berichtete, dass er beim Vorbeigehen etwas Seltsames bemerkt hatte, das auf einen Einbruch hindeuten könnte. Obwohl er nicht ins Haus gegangen war, hielt er es für wichtig, Cruz sofort zu informieren. Cruz rief sofort seine Frau an, die unterwegs war, und bat sie eindringlich, nach Hause zu kommen. Dann ließ er alles stehen und liegen und eilte nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt wurde angenommen, dass die Kinder der Marguards zu Hause waren. Die 18-jährige Gwyn, der 16-jährige Louis und ihre kürzlich adoptierte 17-jährige Tochter Janice. Um 15 Minuten vor 4 kam Cruz am Haus an. Es war ungewöhnlich still, und als er durch das Fenster schaute, sah er eine Decke mit Flecken, die wie Blutspuren aussahen, die vor der Eingangstür lag. Er versuchte, die Kinder zu rufen, aber es kam keine Antwort. Dann ging er zur Hintertür und betrat leise das Haus. Im Inneren herrschte eine bedrückende Stille. Nachdem er schnell das Erdgeschoss überprüft hatte, blieb Cruz im Wohnzimmer stehen. Dort sah er seine Tochter Gwyn auf dem Boden liegen. Die Decke, die er draußen gesehen hatte, bedeckte sie. Als er sie zurückzog, sah Cruz, dass das Mädchen schwere Verletzungen hatte, insbesondere im Halsbereich. In der Nähe, neben der Eingangstür, lag ihr Bruder Louis. Seine Hände und Füße waren gefesselt und sein Mund geknebelt. Auch der junge Mann wies zahlreiche Verletzungen auf. Der Zustand des Hauses und die Menge an Blut ließen darauf schließen, dass alles erst kurz zuvor passiert war. Cruz dachte in diesem Moment jedoch nicht darüber nach. Von Angst überwältigt, suchte er weiter nach Janice. Als er sie rief, kam sie aus dem Zimmer. Ihr Haar war nass, ihr Gesicht blass vor dem erlebten Schrecken. Janice zitterte stark und konnte kaum sprechen. Als Cruz sie sah, versuchte er, sich zu beherrschen. Er brachte das Mädchen nach unten und rief sofort die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, wurde ihnen klar, dass sie es mit einem der schwersten Fälle ihrer Laufbahn zu tun hatten. Nachdem sie sich etwas gefasst hatte, erzählte Janice, dass sie überfallen worden waren, obwohl das ohnehin offensichtlich war. Im Haus herrschte völliges Chaos. Alle Schränke waren aufgerissen und persönliche Gegenstände lagen auf dem Boden verstreut. Auf den ersten Blick sah alles so aus, als hätte ein Einbruch stattgefunden. Die Polizisten wussten jedoch, dass das äußere Erscheinungsbild allein nicht ausreichte, um diese Version zu bestätigen. Dazu musste geklärt werden, ob wertvolle Gegenstände aus dem Haus fehlten. Parallel dazu überprüfte die Polizei, ob das Ehepaar Marguard in irgendeiner Weise mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte. Daher überprüften die Beamten zunächst ihr Alibi. Nach einiger Zeit richtete sich die Aufmerksamkeit der Polizei auf das Zimmer, in dem Janice sich während des Überfalls aufgehalten hatte. Trotz des allgemeinen Chaos im Haus sah gerade dieses Zimmer deutlich ordentlicher aus als die anderen. Das war zwar an sich nicht verdächtig, aber bei einem gewöhnlichen Einbruch hätte man ein etwas anderes Bild erwartet. Eine spätere gründliche Untersuchung des Hauses und des umliegenden Geländes führte zu wichtigen Funden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses. So wurde neben der Eingangstür ein Hemd mit Flecken gefunden, die Blutspuren ähnelten. Es wurde vermutet, dass es dem Angreifer gehörte, der es bei seiner Flucht weggeworfen hatte. Ein weiteres Indiz wurde einige 100 Meter vom Haus entfernt gefunden, eine Plastiktüte mit blutbefleckten Gegenständen. Die Tüte lag in einem der Gräben. All dies ließ vermuten, dass jemand absichtlich versucht hatte, Beweise zu beseitigen. Mit jeder Stunde wurde die Atmosphäre im Haus bedrückender. Bei der weiteren Untersuchung der Zimmer wurden ein Messer mit beschädigtem Griff, eine Machete, ein Baseballschläger und ein Hammer gefunden. Diese Gegenstände sowie die Art der Verletzungen ließen auf die Brutalität des Angriffs schließen. Später kamen die Experten nach der Untersuchung des Blutes am Tatort zu dem Schluss, dass Gwyn, die älteste der Kinder des Ehepaares, als erste angegriffen worden war. Dies wurde durch die Tatsache bestätigt, dass ihr Blut bereits geronnen war und der Körper bereits natürliche Leichenveränderungen aufwies. Das Blut von Louis hingegen sah frischer aus, was darauf hindeutete, dass er etwas später getötet worden war. Außerdem waren Louis' Hände und Füße gefesselt, während dies bei Gwyn nicht der Fall war. Dies ließ vermuten, dass sie überrascht worden war, während der Angreifer bei Louis anders vorgehen musste. Das Vorhandensein mehrerer Tatwaffen warf ebenfalls viele Fragen auf. In der Regel kann eine solche Situation auf die Beteiligung mehrerer Personen hindeuten. Für diese Version sprach auch die Tatsache, dass Louis gefesselt war.
Für eine einzelne Person wäre dies wesentlich schwieriger gewesen. Erschwerend kam jedoch hinzu, dass alle gefundenen Gegenstände Cruz selbst gehörten, der dies der Polizei ehrlich mitteilte. Außerdem fiel den Beamten bei der Erstellung des Sachverhalts eine weitere Merkwürdigkeit auf. Es schien, als hätte während des Vorfalls jemand die Waschmaschine angestellt. Dabei wurden im Haus keine frisch gewaschenen Kleidungsstücke gefunden, und obwohl die wahren Gründe für den Betrieb der Waschmaschine nie geklärt wurden, deutete dies auf den Versuch der Angreifer hin, ihre Spuren am Tatort zu verwischen. Angesichts der beispiellosen Tat begannen die örtlichen Behörden sofort mit der Suche nach Verdächtigen. Im Laufe der Zeit erschütterte die grausame Tat die gesamte philippinische Gesellschaft. Um die Aufklärung des Falls zu beschleunigen, setzten die Behörden eine Belohnung für Hinweise aus, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten. Diese Maßnahme unterstrich einmal mehr die Schwere und das Ausmaß der Tat. Die Obduktion begann, soweit bekannt, am 13. Dezember 2021 und dauerte mehrere Tage. Dabei wurde festgestellt, dass Gwyn 32 Stich- und Schnittwunden erlitten hatte. Einige davon waren so tief, dass sie die Gewebe in einzelnen Körperteilen zerstörten. Außerdem wurden am Körper der Frau Spuren von Schlägen mit einem stumpfen Gegenstand gefunden, bei dem es sich um einen Hammer oder einen Baseballschläger handeln könnte, die am Tatort gefunden wurden. Die Rückseiten ihrer Hände waren mit Wunden übersät, was auf einen Verteidigungsversuch hindeutete. Was Louis betrifft, so ergab die Obduktion 5 Stich- und Schnittwunden. Einige der Verletzungen waren so tief, dass sie die Knochen und inneren Organe verletzten. Außerdem wurden am Hals des jungen Mannes rote Spuren gefunden, die auf einen möglichen Würgeversuch hindeuten. Im Gegensatz zu seiner Schwester wies Louis keine Anzeichen von Kampf oder aktiver Gegenwehr auf. Allerdings wurden an seinen Gliedmaßen und am Rumpf Verletzungen festgestellt, die durch Schläge mit einem stumpfen Gegenstand verursacht worden waren. Angesichts der Anzahl und Art der Verletzungen schloss die Polizei einen Raubüberfall aus. Obwohl das Haus der Familie Maguad tatsächlich so aussah, als hätte jemand versucht einzubrechen, um etwas zu stehlen, fehlten außer Gwyns Handy keine Wertsachen. All dies deutete darauf hin, dass die Täter ihre Opfer persönlich gekannt haben könnten. Kurz nach der Veröffentlichung der Autopsieergebnisse tauchten in den Medien erste Vermutungen über eine mögliche Beteiligung von Janice auf. Dies hing vor allem damit zusammen, dass nur sie überlebt hatte. Wie dem auch sei, die Vorwürfe gegen sie nahmen schnell zu und einige Nutzer begannen sogar, sie zu bedrohen. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung beschloss die Polizei, Janice zu verhören. Während des Verhörs schilderte sie ihre Version der Ereignisse. Ihren Angaben zufolge befand sie sich zu diesem Zeitpunkt zusammen mit Gwyn im Schlafzimmer, während Louis im Wohnzimmer war. Plötzlich hörten sie seinen Schrei und sahen, dass 3 Männer in das Haus eingedrungen waren. Janice behauptete, dass sie und Gwyn nach unten gerannt seien, um Louis zu helfen, aber als sie die Waffen in den Händen der Fremden sah, sei sie zurück ins Zimmer gelaufen, habe sich eingeschlossen und unter dem Bett versteckt. Da sie die Polizei nicht rufen konnte und Angst hatte, gehört zu werden, beschloss Janice, eine Nachricht in den Familienchat zu schreiben und sie dann an ihre Adoptivmutter zu senden. Diese Nachrichten blieben jedoch ungelesen. Nach einer Weile schrieb die verzweifelte junge Frau eine weitere Nachricht, diesmal in den sozialen Netzwerken. Der Text lautete: Hilfe! Jemand ist in unser Haus eingebrochen. Ich will nicht sterben. Ich verstecke mich unter meinem Bett in meinem Zimmer. Hilfe! Laut Janice löschte sie diese Nachricht nur wenige Minuten später, weil sie befürchtete, dass einer der Angreifer sie sehen könnte. Später versuchte sie noch einmal, ihre Mutter anzurufen, aber diese nahm den Anruf nicht entgegen. Lavella, die Mutter, rief Janice erst zurück, nachdem sie ihre Nachricht gesehen hatte. Nach Angaben der jungen Frau war sie zu diesem Zeitpunkt zu verängstigt, um den Anruf anzunehmen. Schließlich änderte Janice ihren Benutzernamen in den sozialen Netzwerken und schaltete ihr Handy aus. Sobald wieder Ruhe im Haus eingekehrt war, wagte sich Gwyn aus ihrem Versteck. Sie ging jedoch nicht nach unten, sondern ins Badezimmer, um zu duschen und sich etwas zu beruhigen. Genau in diesem Moment kam Cruz nach Hause. Auf den ersten Blick schien Janice' Geschichte plausibel, aber es gab einige Unstimmigkeiten. So behauptete sie, dass sie sich kurz nach Beginn des Angriffs in ihrem Zimmer eingeschlossen habe, aber dann stellt sich die Frage, warum war ihr Zimmer auch unordentlich? Außerdem widersprachen Janice' Aussagen, dass Louis das erste Opfer war, den Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung.
Ich erinnere daran, dass laut diesen Angaben Gwyn die erste Opferin war. Diese Diskrepanz zwischen der Aussage des Mädchens und den materiellen Beweisen veranlasste die Polizei zu weiteren Ermittlungen gegen Janice. Als der Verdacht wuchs, beschlossen die Polizisten auch die Aussage ihres Adoptivvaters Cruz zu überprüfen. Im Laufe des Gesprächs mit dem Mann wurde klar, dass die von Janice geschilderte Version der Ereignisse einige Änderungen erfahren hatte. Ursprünglich hatte sie behauptet, ihr Telefon kurz nach dem Angriff ausgeschaltet zu haben, doch Cruz erinnerte sich, dass er sie angerufen hatte und sein Anruf nicht angenommen worden war, obwohl das Telefon eingeschaltet geblieben war. Später gab Cruz Auskunft über die Gegenstände, die von den Tätern als Waffen verwendet worden waren, was neuen Verdacht aufkommen ließ. Es stellte sich heraus, dass der Baseballschläger ursprünglich Louis gehört hatte. Er hatte ihn in seinem Zimmer neben dem Bett aufbewahrt. Als Janice in das Haus einzog, bezog sie dieses Zimmer und der Schläger blieb dort. Den Hammer, der bei dem Angriff verwendet wurde, bewahrte Cruz zu Hause auf. Normalerweise versteckte er ihn hinter der Waschmaschine und laut seinen Angaben wussten davon nur 3 Personen. Er selbst, Gwyn und Janice. Die Aussagen von Janice warfen im Laufe der Zeit immer mehr Fragen auf. Dies hing zum Teil mit dem Gespräch der Polizei mit einem der Mitarbeiter des Lieferdienstes zusammen. Nach den vorliegenden Informationen war dieser nur 20 Minuten vor dem Anruf von Cruz' Nachbar bei den Maguafs angekommen. Nachdem er eine Nachricht über seine Ankunft geschickt hatte, erhielt der Lieferant keine Antwort. Daraufhin stieg er aus dem Auto und ging zum Haus, um hineinzuschauen. Nach einigen Minuten bemerkte er ein Mädchen, das ihn ansah und dann einfach wegging. Obwohl der Lieferant die Identität des Mädchens nicht feststellen konnte, ließ dieser Umstand die Ermittler daran zweifeln, dass Janice zum Zeitpunkt des Überfalls tatsächlich in ihrem Zimmer war. Ein weiteres wichtiges Detail war der Zustand der Eingangstür. Sie war von innen verschlossen und wies keine Einbruchsspuren auf. Dies ließ vermuten, dass die Täter die Opfer kannten. Das Fehlen von Einbruchsspuren schränkte den Kreis der potenziellen Verdächtigen auf 3 Personen ein. Es handelte sich um Cruz, der sich bekanntermaßen an einem anderen Ort befand, seine Frau Lavella, die auf Geschäftsreise war, und Janice, deren Anwesenheit im Haus außer Frage stand. Die Ermittlungen wurden jedoch dadurch erschwert, dass Janice minderjährig war. Auf den Philippinen ist die Festnahme eines Minderjährigen ohne unwiderlegbare Beweise mit rechtlichen Schwierigkeiten verbunden, weshalb die Polizei mit der Festnahme nicht eilig war und das Mädchen in die Obhut des Sozialamtes übergab. Wenig später, nämlich am 15. Dezember 2021, wurde bekannt, dass auf allen gefundenen Gegenständen, die bei dem Überfall verwendet worden waren, Fingerabdrücke von Janice gefunden worden waren. Obwohl die Tatsache, dass Fingerabdrücke vorhanden waren, nicht als ernstzunehmender Beweis galt, lieferte sie dennoch keinen endgültigen Beweis für ihre Beteiligung. Schließlich wohnte Janice in dem Haus, in dem all diese Gegenstände aufbewahrt wurden, und ihre Fingerabdrücke konnten durch den normalen Gebrauch darauf gelangt sein. Einige Zeit später fand Janices Pflegemutter Lavella bei der Durchsuchung von Janices Zimmer ein Papierformular zur Erfassung von Kontaktdaten. Sie gehörte dem 17-jährigen Esmeraldo Canelo Jr., auch bekannt als Aldo, der in der Kirche arbeitete und Janice noch aus dem Kinderheim kannte. Dieser Fund veranlasste die Polizei, Aldo auf seine mögliche Beteiligung an dem Verbrechen zu überprüfen. Bald tauchten Beweise auf, die den Verdacht bestätigten. So berichtete eine Zeugin, dass sie gesehen habe, wie Aldo Janice kurz vor der Tat in der Nähe ihres Hauses aus dem Auto steigen ließ. Ein weiterer Zeuge sagte aus, dass er einen jungen Mann, der als Aldo identifiziert wurde, in der Nähe des Tatorts nach dem Weg gefragt habe. Am 16. Dezember desselben Jahres traf sich Janice mit ihrem Anwalt und legte ein detailliertes Geständnis ab. Wichtig ist, dass das Mädchen nicht nur ihre Beteiligung an der Tat gestand, sondern auch auf die Beteiligung ihres 20-jährigen Freundes und ihres gemeinsamen Freundes Esmeraldo Canela Jr. hinwies. Sie erklärte auch, dass sie aus Eifersucht auf ihre Adoptiveltern gehandelt habe. Ihrer Meinung nach hätten ihr Bruder und ihre Schwester ihr die uneingeschränkte Aufmerksamkeit und Liebe ihrer Eltern versagt. Mit anderen Worten, Janice begründete ihr Motiv mit dem Wunsch, das einzige geliebte Kind in der Familie zu sein. Nach vielen Jahren des Leidens und der Demütigung hoffte Janice laut eigenen Angaben durch die Beseitigung von Gwyn und Louis die einzige zu bleiben, die die ganze Fürsorge und Unterstützung ihrer Eltern erhalten würde. Am 18. Dezember legte Janice ein Geständnis ab. Daraufhin machte die Polizei Aldo ausfindig, der sofort über seine Rolle in der Tat berichtete.
Später bestätigte eine Untersuchung, dass das Blut, das die Polizei auf den in den Graben geworfenen Gegenständen gefunden hatte, von ihm stammte. Bemerkenswert ist, dass am selben Tag bei einer Razzia gegen verbotene Substanzen ein weiterer junger Mann festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung seiner persönlichen Gegenstände fand die Polizei ein Mobiltelefon, das Gwyn gehörte. Durch einen Abgleich der Seriennummern konnten die Ermittler bestätigen, dass es sich tatsächlich um das bei dem Überfall gestohlene Telefon handelte. Später wurde bekannt, dass Janice, da sie das Telefon nicht loswerden konnte, Aldo beauftragt hatte, es an einen seiner Bekannten zu verkaufen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Polizei aufgrund des lokalen Rechtssystems und des Jugendstrafrechts nicht alle Details der Geständnisse von Janice und Aldo veröffentlichen konnte. Aus diesem Grund bleiben die genaue Abfolge der Ereignisse, die zu der Tragödie geführt haben, sowie viele andere Umstände unklar. Was die Identität des dritten mutmaßlichen Beteiligten betrifft, einen 20-jährigen jungen Mann, den Janice erwähnt hatte, so konnte die Polizei ihn nicht identifizieren. Soweit bekannt, kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass diese Person erfunden war, um sich teilweise von der Verantwortung zu entlasten. Etwa eine Woche nach der Tragödie gab Lavella ihr erstes Interview. Im Gespräch mit den Medien drückte sie vor allem ihre tiefe Bestürzung über die Beteiligung von Janice an den Ereignissen aus. Lavella erinnerte sich an beunruhigende Anzeichen, die im Nachhinein hätten alarmierend sein müssen. Ihren Angaben zufolge hatte sie Janice 2020 kennengelernt, als diese als Haushälterin bei einer engen Freundin von ihr arbeitete. Lavella und Gwyn waren oft zu Besuch bei dieser Frau. Zwischen den Mädchen entwickelte sich schnell eine Freundschaft. Mit der Zeit begann Janice, Gwyn um Hilfe beim Lernen zu bitten, und diese, die für ihre Freundlichkeit bekannt war, half ihr gerne. Nach und nach erzählte Janice Gwyn von ihrer schwierigen Kindheit, ihrem Leben in Armut und davon, wie sie nach dem Tod ihrer Eltern in einem Waisenhaus gelandet war. Sie erzählte ihr auch, dass sie nach Erreichen der Volljährigkeit keine staatliche Unterstützung mehr erhalten würde. Gwyn war von Janice' Situation bewegt, sprach mit ihren Eltern und schlug ihnen vor, das Mädchen zu adoptieren. Obwohl das Ehepaar zunächst zögerte, konnte Gwyn sie überzeugen. Nach Angaben der Familie Maguad verlief Janices Übergang in ihre Obhut im Juli 2021 reibungslos. Zunächst schien es, als fühle sie sich wie zu Hause. Mit der Zeit kam es jedoch zu beunruhigenden Vorfällen. So landeten im August desselben Jahres Lavellas Eltern im Krankenhaus, und Cruz erinnerte sich, dass er Geld für Notfälle beiseite gelegt hatte. Als er nach seinen Ersparnissen suchte, waren sie verschwunden. Als Janice davon erfuhr, sagte sie, dass das Geld möglicherweise von Fremden gestohlen worden sei. Am nächsten Tag fand Cruz jedoch eine beträchtliche Summe in ihrem Rucksack. Nach langen Gesprächen gestand das Mädchen, dass sie das Geld genommen hatte. Trotzdem vergaben die Maguadas Janice angesichts ihrer schwierigen Vergangenheit. Mit der Zeit verschlechterte sich ihr Verhalten. Das einst fleißige Mädchen verlor allmählich das Interesse an den Hausarbeiten. Wenn man sie daran erinnerte, entschuldigte sie sich, hielt aber selten ihr Versprechen. Dieses Verhalten beunruhigte die Adoptiveltern, wurde jedoch nicht als ernsthafte Bedrohung angesehen. Das ungewöhnlichste Anzeichen war, dass Janice am Morgen des Tages der Tragödie Cruz und Lavaux zum ersten Mal als Mama und Papa ansprach, was zuvor noch nie vorgekommen war. Dies könnte auf ihren emotionalen Zustand vor der geplanten Tat hindeuten. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass Janice die Wahrheit über ihre Herkunft verschwiegen hatte. Ihre Geschichten über ihre Kindheit als Waise erwiesen sich als Lüge. Janice' Eltern lebten nicht nur, sondern hatten auch jahrelang versucht, sie zu finden. Als der Fall bekannt wurde und in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert wurde, versuchten viele Nutzer, die Vergangenheit der jungen Frau zu erforschen und ihre Familie zu finden. Dank dieser Bemühungen wurde eine alte Vermisstenanzeige gefunden, die einen kleinen Teil ihrer Geschichte enthüllte. In dieser Anzeige hieß es, dass am 22. September 2013 ein kleines Mädchen im Alter von 7 oder 8 Jahren auf einem Schiff in der Provinz Cotabato im Zentrum der Insel Mindanao auf den Philippinen gefunden worden war. Das Mädchen nannte sich Janice und behauptete, sich nicht daran zu erinnern, wer sie sei und wie sie auf das Schiff gekommen sei. In der Annahme, dass sie sich verlaufen hatte oder von ihren Eltern verlassen worden war, verbreiteten die örtlichen Behörden und besorgte Bürger Informationen über ihren Verbleib. Später stellte sich heraus, dass Janice 2005 geboren wurde und das dritte Kind in ihrer Familie war. Ihre frühen Jahre waren voller Turbulenzen und irgendwann zerstörte die Spielsucht ihres Vaters die Familie.
Nach der Wiederheirat ihrer Mutter und der Geburt eines weiteren Kindes kam Janice in ein Kinderheim. Bis 2020, als das Mädchen noch nicht adoptiert war, hatte sie bereits Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter und anderen Verwandten aufgenommen, doch ihre Beziehung war nur von kurzer Dauer. Die Mutter von Janice war bei der Beerdigung von Gwyn und Louis anwesend. Dort baten Cruz und Lavella die Frau, Janice im Sozialamt zu besuchen und zu versuchen, sie zu überreden, ihre Tat zu gestehen. Die Mutter versuchte, dieser Bitte nachzukommen, aber Janice lehnte ein Treffen ab. In der Zwischenzeit erhielt die Polizei neue Beweise, die auf eine vorsätzliche Tat hindeuteten. Dabei handelte es sich um Screenshots der Korrespondenz der jungen Frau mit einem unbekannten jungen Mann. In den Nachrichten gab Janice zu, dass sie von Anfang an ihre Adoptivgeschwister loswerden wollte. Sie glaubte, dass ihr dies die lange ersehnte Liebe und Freiheit bringen würde. Außerdem fragte das Mädchen, ob sie jemand aufnehmen würde, wenn sie ihren Plan in die Tat umsetzte, und glaubte, dass Gott ihr auf jeden Fall vergeben würde. Nachdem diese Nachrichten im Internet aufgetaucht waren, vermuteten einige Nutzer, dass Janice sich von dem Film Orphan, auch bekannt als Das Kind der Dunkelheit, inspirieren lassen könnte. Im Mittelpunkt der Handlung dieses Films steht die Geschichte einer Familie, die nach dem Verlust ihres Kindes ein Mädchen adoptiert, das daraufhin beunruhigendes und gewalttätiges Verhalten an den Tag legt. Selbst nach Beginn des Gerichtsverfahrens zeigte Janice keine Anzeichen von Reue. Im Gegenteil, sie wurde trotz der Umstände mehrmals lächelnd und lachend gesehen. In einem ihrer Interviews gaben Cruz und Lavella zu, dass sie bereit gewesen wären, Janice zu vergeben, wenn sie auch nur den geringsten Anflug von Reue gezeigt hätte. Ihre Gleichgültigkeit machte den Prozess jedoch noch schmerzhafter. Wie dem auch sei, Gerechtigkeit wurde walten lassen. Im Mai 2022 wurden Janice und Esmeraldo Canel Jr. für schuldig befunden. Sie wurden zu 31 bzw. 29 Jahren Haft verurteilt. Beide Verurteilten mussten ihre Strafe unter der Aufsicht des Sozialamtes und nicht in einem normalen Gefängnis verbüßen. Die Eltern von Gwyn und Louis nahmen diese Entscheidung mit gemischten Gefühlen auf. Obwohl sie anerkannten, dass das Gericht die höchstmögliche Strafe im Rahmen des Gesetzes verhängt hatte, waren die Eheleute der Meinung, dass die bestehenden Maßnahmen zu milde waren und der Schwere der Tat nicht angemessen waren. Am meisten empörte sie die völlige Reuelosigkeit von Janice. In der Folge setzten sich Cruz und Lavella offen für eine Änderung des Gesetzes zur Strafmündigkeit von Minderjährigen ein. Nach der damaligen Gesetzgebung lag das Strafmündigkeitsalter auf den Philippinen bei 15 Jahren. Zwar konnten junge Menschen im Alter von 15 bis 18 Jahren strafrechtlich verfolgt werden, doch wurden sie zunächst in spezielle Erziehungsanstalten und nicht in Gefängnisse für Erwachsene eingewiesen. Im Grunde genommen schützte dieses Gesetz Minderjährige und ermöglichte es ihnen, strengere Strafen zu vermeiden, selbst wenn ihre Taten äußerst schwerwiegend waren. Nach Ansicht des Ehepaars Maguad sollten solche Gesetze überarbeitet werden, damit Jugendliche, die schwere Straftaten begangen haben, die volle Verantwortung für ihre Taten übernehmen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.